In diesem Video nehmen wir gemeinsam diese gerüchte Bluse, die mit Schleifen vorne geschlossen wird. Das hier ist Teil 1 meines Pyjama-Sets. Also wir nähen hier das Oberteil für den Pyjama. Und auch wenn ich das ursprünglich als Pyjama oder Loungewear entworfen habe, man kann das Schnittmuster auch ganz wunderbar für Alltagskleidung nutzen. Und dafür habe ich dir im Schnittmuster auch noch einen normalen Saum eingezeichnet. Also wem das Gerüchte und mit den Schleifen vielleicht ein bisschen zu verspielt ist, findet einen normalen Saum. Und statt der Schleifenfront auch noch eine Knopfleiste im Schnittmuster. Also da kannst du dich kreativ austoben und durchaus auch andere Versionen als ein Pyjama nähen. Wir kommen jetzt gleich noch zur Stoffauswahl, aber je nachdem, welchen Stoff du nutzt, ist das Ganze gut für Anfänger nähbar, würde ich sagen. Aber alles, was dann zu dehnbar wird, dafür sollte man vielleicht ein bisschen mehr Näherfahrung haben. Also dann lass uns als erstes die Stoffempfehlung anschauen. Du hast ja schon gesehen, ich habe hier eine Version aus Musselin genäht und das eignet sich wirklich ganz, ganz toll. Ist nicht ganz so einfach zu nähen. Ich mache da noch ein Video zu. Sobald das online ist, verlinke ich dir das hier oben. Ganz toll eignet sich außerdem so ein Leinen- oder Leinenmix. Also ich würde keinen puren Leinen empfehlen, weil der einfach zu knittrig wird und gerade beim Schlafen ist das vielleicht ungeeignet. Deshalb hier ein Leinenmix mit Baumwolle. Der fällt ganz, ganz toll. Ist wirklich meine Lieblingsversion und die eignet sich auch super für den Alltag. Ansonsten geht das Schnittmuster aber auch für leichten Strickstoff oder generell Jersey, also alles, was auch irgendwie dehnbar ist. Und das ist halt besonders perfekt für Loungewear oder auch Schlafsachen. Weitere Materialien für die Bluse ist ein leichtes Bügelvlies für die Belege. Das zeige ich dir jetzt gleich im Zuschnitt, wo du die aufbügeln musst. Und natürlich ein farblich passendes Garn zu deinem Stoff und für höhere Qualität sogar farblich passendes Overlock-Garn. Und wenn du die Version mit Knopfleiste nähst, dann brauchst du noch 3 bis 5 passende Knöpfe in der Größe deiner Wahl. Und für jedes neue Nähprojekt setze ich immer noch eine neue Nähnadel ein. Und außerdem brauchst du noch ein paar Stoffklammern oder Stoffnadeln. Dann schauen wir uns jetzt noch den Zuschnitt im Detail ein. Hier siehst du nochmal die Version, einmal mit Schleifen, mit oder ohne Rüschen und einmal mit der Knopfleiste, mit oder ohne Rüschen. Du kannst die Länge der Bluse ganz einfach anpassen und das mache ich schon während des Zuschnitts, indem ich mir das Schnittmuster einfach umklappe. Dann habe ich auch für die Zukunft beide Optionen verfügbar. Und ansonsten achte einfach darauf, dass du noch die Markierung übernimmst. Hier diese kleinen Knipse, die sind nämlich ganz wichtig, um das Schnittmuster sauber zusammenzunähen. Dann werden ja noch ein paar Schnittteile mit Bügelvlies verstärkt. Das sind die vorderen Belege und der hintere Beleg. Und dafür bereite ich erstmal ein ganzes Stoffstück mit Bügelvlies vor. Also das ist quasi der Grobschnitt und daraus mache ich dann den Feinschnitt und schneide dann daraus die Belege zu. Und wenn du dann vorbereitet bist, dann können wir jetzt endlich mit der Nähanleitung starten. Let's go! Als erstes bereiten wir die Schleifen vor. Der Schritt ist also nicht notwendig, wenn du die Version mit der Knopfleiste nähst. Dafür das Schnittteil für die Schleifen 4-mal zuschneiden. Ich bügele das dann immer einmal der Länge nach in der Mitte und so kann man dann die äußeren Seiten auch nach innen falten bzw. bügeln. Und hier das kleine Ende auch einmal umfalten und das dann aufeinander legen und dann ganz knappkantig von außen absteppen. So sieht das dann aus und so kannst du insgesamt 4 Schleifen vorbereiten. Leg die Schleifen dann erstmal zur Seite, die brauchen wir dann erst in einem späteren Schritt. Und wir starten jetzt mit den Belegen. Leg die Belege mit der rechten Seite zu dir und darauf den hinteren Beleg rechts auf rechts. Ich pin mir das hier mit Klammern fest und schließe jetzt hier die kurzen Seiten. Und du siehst hier diese Kante und die markiert deine Nahtzugabe. Also da sollte deine Naht anfangen bzw. enden. Dadurch, dass ich den Stoff mit Bügelvlies verstärkt habe, muss ich die offene Kante jetzt nicht versäubern. Wenn du kein Bügelvlies nutzt, dann versäuber die offene Kante noch mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock. Nimm dir jetzt das Rückteil deiner Bluse mit der rechten Seite nach oben und darauf kommt jetzt rechts auf rechts die beiden Vorderteile. Wir schließen jetzt die Schulternaht. Auch hier findest du wieder eine Kante, die dir die Nahtzugabe markiert. Und die offene Kante der Schulternaht dann jetzt einmal noch mit der Overlock bzw. einem Zickzackstich oder einem Overlockstich deiner Nähmaschine versäubern.
Bügel die Nähte einmal ab und wende die Bluse auf rechts. Nimm dir jetzt einmal die vorbereiteten Schleifen. Die befestigen wir jetzt einmal kurz mit einer kleinen Hilfsnaht. Die Schleifen haben ja eine Seite, die geschlossen ist und eine offene Seite. Und die offene Seite kommt jetzt an die Bluse. An der Bluse findest du Knipse, die wir ja vom Schnittmuster übernommen haben. Und an den Knipsen, da passt jetzt genau die Schleife jeweils rein. Und da befestige ich die einmal innerhalb der Nahtzugabe. Mit einer kleinen Hilfsnaht nennt man das von 0,5 cm. Das heißt, die Naht wird später gar nicht mehr sichtbar sein, aber so bleiben die Schleifen jetzt für die nächsten Schritte in Position und verrutschen nicht. Nimm dir jetzt den Beleg, den wir vorbereitet haben, und leg den rechts auf rechts an die Bluse. Ich starte hier an der Schulternaht, dass da die Nähte genau aufeinandertreffen, und pinne mir das ringsherum mit ein paar Klammern fest. Also die Nähte sollten hier genau aufeinandertreffen, aber auch die Spitze hier vom Kragen, vom Ausschnitt, auch das sollte genau aufeinander passen. Wenn du das gut festgesteckt hast, dann nähe den Kragen ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe an. Ich persönlich starte hier immer an der Schulternaht und nähe dann zu beiden Seiten runter. Ich starte also mit der einen Seite und nähe da den Kragen ab bis nach unten und setze dann nochmal neu an, genau an der Naht, und nähe von da aus dann zur anderen Seite runter. Wenn ich hier an der Kante von meiner Bluse ankomme, dann lasse ich meine Nadel erstmal im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen und jetzt kann ich die Bluse so anpassen, wie ich weiternähen möchte. Hier ist es wichtig, dass deine Nadel oder deine Naht erstmal genau vor der Schleife endet und nicht auf der Schleife, damit wir da im Nachhinein eine schöne saubere Ecke haben. Deshalb hebe ich jetzt hier das Nähfüßchen, lege mir meine Bluse so zurecht und vor allem lege ich mir auch nochmal die Schleife zurecht, denn ich möchte hier nicht am Ende die Schleife irgendwie in einem Winkel haben. Die soll wirklich gerade aufliegen und dann kann ich ganz normal weiternähen. Und weil ich jetzt wie gesagt an der Schulternaht angefangen habe, setze ich jetzt hier nochmal genau an meiner vorherigen Naht an und nähe dann jetzt nochmal zur anderen Seite runter. Das mache ich, damit ich mir wirklich sicher sein kann, dass der Kragen hier genau auf die Bluse passt. Wenn ich jetzt von unten anfange, kann es gut sein, dass hier die ein oder andere Falte oder Welle entsteht. Das liegt einfach am Zuschnitt. Ich vertraue da generell nicht zu 100% meinen Zuschnitt und deshalb nähe ich lieber von der Mitte aus nach unten hin, und unten könnte man dann theoretisch im Notfall immer noch mal was wegkürzen. Die offene Kante versäubere ich jetzt ringsherum mit der Overlock. Wie gesagt, das kannst du auch mit einem Zickzackstich oder einem Overlockstich deiner Nähmaschine machen. Wenn ich hier an der Kante von der Bluse angekommen bin, dann fahre ich übrigens einmal mit der Overlock raus und setze dann nochmal neu an, um hier so eine schöne scharfe Kante zu haben. So sieht das jetzt aus, und da wir hier eine Ecke drin haben, ist das gar nicht so einfach zu wenden. Also es würde vielleicht ein bisschen wulstig werden, und um das zu vermeiden, nehme ich mir jetzt meine Schere und schneide diese Stresspunkte wie hier diese spitze Kante mit meiner Schere ein in einem schrägen Winkel. Da mache ich einfach so ein paar Knipse rein und dadurch lässt sich der Beleg schön leicht wenden und das kann man dann gleich super abbügeln und das wird dann richtig sauber. Genau das mache ich auch an den Rundungen, also am Kragen, weil der würde auch sehr wellig fallen, wenn man den jetzt nicht einschneidet. Und ja, hier setze ich jetzt auch ein paar Knipse rein. Dadurch lässt sich der Beleg dann einfach viel schöner ausbügeln und wird nicht wellig, sondern fällt einfach richtig schön. Und wo wir gerade vom Bügeln sprechen, dann kannst du das jetzt auch im nächsten Schritt machen. Einfach den Kragen an dieser Umbruchkante hier ganz sauber ringsherum abbügeln. Und wenn man das richtig macht, dann dauert das echt eine Weile. Also nimm dir hier ruhig ein bisschen Zeit, denn das soll ja wirklich eine richtig schöne Kante werden. So sieht das jetzt aus. Du siehst hier von innen habe ich meine Bluse eingeschnitten und damit konnte ich die jetzt richtig schön umbügeln. Und jetzt als nächstes nähe ich den Beleg bzw. die Bluse einmal ringsherum knappkantig mit einem Geradstich ab.
So sieht das jetzt aus. Und jetzt möchte ich hier die offene Kante von innen auch noch versäubern. Dazu werde ich die offene Kante einmal mit der Overlock abnähen und dann ganz knapp umnähen und absteppen. So sieht das jetzt aus, ist doch schön ordentlich geworden. Und den Beleg habe ich übrigens nicht an der Bluse festgesteppt, hier nicht verwechseln, sondern der ist hier noch lose, aber nur umgenäht. Eine alternative Verarbeitung möchte ich dir noch kurz zeigen, einfach so als Info. Das ist hier dieses Füßchen und damit kann man eine offene Kante ganz, ganz knapp umnähen. Das klappt auf geraden Strecken sehr gut, das sieht sehr schön aus, wie hier zum Beispiel. Das Problem ist, an der Kurve oder an der Rundung vom Kragen sieht das dann leider gar nicht mehr so schön aus. Und deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Ja, aber das nur so als Zeitinfo. So, jetzt machen wir weiter mit dem Beleg und zwar an der Schulternaht. Damit der Beleg da bleibt, wo er hingehört, möchte ich den hier noch in der Schulternaht befestigen. Du siehst, dass hier die Nähte genau aufeinandertreffen, wenn du genau genäht hast. Und das stecke ich mir hier mit einer Nadel fest und achte darauf, dass das wirklich auf beiden Seiten genau im Nahtschatten ist. Und dann nähe ich das einmal mit einem Geradstich im Nahtschatten, also genau in der Naht von den beiden Nähten ab. Hier sieht man das jetzt in meinem Fall, weil ich mit schwarzem Garn nähe, aber wenn du mit einem farblich passenden Garn nähst, wird man davon nichts sehen. Falls du nicht die Version mit Schleifen nähst, sondern mit Knopfleiste, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du schon mal die Knopflöcher nähen könntest. Dafür kannst du dir das Schnittmuster zur Hilfe nehmen. Da habe ich dir die Knöpfe eingezeichnet. Kannst hier aber auch einfach freestylen, wie es dir gefällt. Kommt ja auch auf die Größe der Knöpfe an und auf die Länge, die du nähen möchtest. Markiere dir hier am besten die Positionierung. Aber ganz wichtig ist, dass du auf jeden Fall das Knopfloch vorher an einem Reststück testest. Ich kenne das zu gut, wenn du schon so weit genäht hast. Und dann werden die Knopflöcher einfach scheiße. Deshalb probier das auf jeden Fall gut aus, bevor du das dann an deiner Bluse umsetzt. So, weiter geht's. Nimm dir deine Bluse und leg jetzt das Vorderteil und das Rückteil rechts aufeinander. Wir schließen die Seitennähte. Auch hier findest du wieder eine kleine Kante. Das markiert dir die 1 cm Nahtzugabe. Schließ das mit einem Geradstich und versäuber die offene Kante wieder mit der Overlock oder einem Zickzackstich. Als nächstes bereiten wir den Ärmel vor. Den legen wir auch rechts aufeinander. Auch hier schließen wir die lange Kante mit einem Geradstich, 1 cm Nahtzugabe und versäubern die offene Kante. Deine Bluse liegt jetzt mit der linken Stoffseite nach oben und den Ärmel wende ich jetzt auf rechts. Bügel den erstmal richtig gut ab, bevor wir den jetzt einsetzen, damit hier die Nähte auch gut aufeinander passen. Und an dem Ärmel findest du Knipse. Ein Knips markiert, wo der Ärmel auf das Vorderteil trifft und 2 Knipse markieren, wo der Ärmel auf das Rückteil trifft. Und damit lege ich den Ärmel jetzt rechts in die Bluse rein und fange an, den Ärmel zu stecken. Ich starte an der Seitennaht, die auch auf die Seitennaht vom Ärmel treffen sollte, dann mit den 2 Knipsen vom Rückteil bzw. den 2 Knipsen vom Ärmel und dann hoch zur Schulternaht. Auch da findest du einen Knips. Und wenn das festgesteckt ist, dann kannst du den Ärmel mit 1 cm Nahtzugabe ringsherum einnähen und das dann auch wieder mit deiner Overlock bzw. deiner Nähmaschine versäubern. Wenn du die Bluse ohne Rüschen nähst, dann bist du jetzt schon fast fertig. Du kannst jetzt den Ärmel säumen. Entweder nähst du den einmal mit der Overlock ab und bügelst den dann einmal um oder du machst einen doppelten Saum, indem du es einfach doppelt umbügelst und dann knappkantig abnähst. Aber die Bluse ist ja dazu gedacht, sie mit Rüschen zu nähen und dafür findest du ein Schnittteil auf dem Schnittmuster. Das legst du rechts aufeinander und schließe erstmal die kurze Seite. Diese Stoffbahn, die rüschen wir jetzt im nächsten Schritt. Das geht wie folgt. Stell deine Stichlänge auf die höchste Stichlänge möglich ein. Das ist jetzt hier in meinem Fall die 5.
Zieh den Faden deiner Nähmaschine richtig lang raus, denn den brauchen wir gleich. Und dann fängst du an, innerhalb der Nahtzugabe, also mit 0,5 cm Nahtzugabe, einmal ringsherum abzunähen. Versäuber die Naht am Anfang und am Ende nicht, das ist ganz wichtig. Und am Ende der Naht zieh auch hier den Faden schön lang raus und schneid ihn ab. Jetzt nehme ich mir auf einer Seite den Unterfaden und auf der anderen Seite den Oberfaden und so kannst du den Stoff jetzt vorsichtig von beiden Seiten zusammenraffen und zwar so weit, dass er auf den Ärmel drauf passt. Kleiner Hinweis, man kann das auch mit 2 oder sogar 3 Nähten machen. Je öfter du das Schnittteil mit der langen Stichlänge abnähst und je mehr Fäden du dafür nimmst, desto sauberer wird das Ergebnis. Aber da wir hier nur eine kleine Raffung haben, reicht das eigentlich auch mit einer Naht. Ja, ich lege jetzt mein gerafftes Schnittteil auf den Ärmel rechts in rechts, also der Ärmel ist auf rechts gewendet, darauf rechts auf rechts die Rüschen und stecke mir das mit ganz vielen Nadeln fest. Und ich kontrolliere hier immer mal zwischendurch, wie das eigentlich von außen aussieht und passe das dann gegebenenfalls nochmal von innen an. Wenn das so gut aussieht, dann kannst du deine Stichlänge wieder auf deine Standardstichlänge stellen und die Rüschen mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe annähen. Auch hier die offene Kante wieder mit der Overlock versäubern. Und damit ist die Bluse auch schon fast fertig. Jetzt kannst du den Ärmel noch versäubern. Auch hier habe ich wieder einen ganz kleinen Saum vorgesehen, den du einfach doppelt umbügeln kannst und dann knappkantig abnähst. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und dann versäubern wir auch noch die Länge der Bluse. Ich habe die Bluse hier einfach einmal mit der Overlock abgenäht und bügel die jetzt doppelt um und mache auch hier einen ganz kleinen Saum, den ich dann knappkantig abnähe. Ja, und damit ist deine Bluse fertig. Ich hoffe sehr, sie gefällt dir. Ich verlinke dir jetzt hier noch ein paar weitere Videos. Zum einen die passende Hose, die du jetzt mit diesem Video nachnähen kannst. Oder vielleicht magst du ja ein paar kostenlose Schnittmuster von meinem Kanal nähen. Dann habe ich hier eine ganze Playlist für dich. Wie immer freue ich mich, wenn du das Video likest, einen Kommentar da lässt oder sogar meinen Kanal abonnierst. Bis bald zu einem neuen Video.